wünsch einfach unlimitiertes, freies Bewusstsein. Ja und? Wenn du das hörst, so als, das tönt einfach schön. Aber was kannst du mit anfangen? Was willst du mit anfangen mit diesem Satz, du bist unlimitiertes, freies Bewusstsein? Das hat so keine Verkörperung drin. Das ist einfach so ein Satz, der das Denken bauchpinselt. Ne? Wo das Denken dann sagt, oh mega cool, ich bin unlimitiertes, freies Bewusstsein. Was kannst du damit anfangen? Was kannst du damit jetzt tatsächlich so in deinem Leben, mit deinen Beziehungen, mit den Rechnungen, mit den Kindern, bei deiner Arbeit, was kannst du damit anfangen? Wie willst du das umsetzen? Und derselbe Satz oder derselbe Art könnte verkörpert werden, aber das würde ganz anders sein. Also es würde wahrscheinlich auch ein ganz anderer Satz kommen, der dich dazu bewegt, dieses unlimitierte, freie Bewusstsein zu sein, also zu leben. Wie ist das? Der muss gefüllt werden, also die Sätze müssen eigentlich gefüllt werden mit dir, also gefüllt werden mit deinem Sein. Ne? Die Wahrheit muss wie so getragen werden ins Leben raus. Ne? Das ist so hohl, diese Sätze, so schal, also einfach nur so wiederholende Phrasen, die den Mind wie so einen Kick geben, aber was bringt dir das hier? Was soll dieser Satz? Ja, man müsste sich dann vielleicht fragen, wenn ich so einen Satz höre, der ja die Wahrheit ist, ne, aber unverkörpert, der nichts bringt, wie kann sich das in meinem Leben ausdrücken? Also wie kann dieses unlimitierte Bewusstsein, freie Bewusstsein sich hier in meinem Leben ausdrücken, in meiner Familie, in meinen Rechnungen? Also das kommt schon wie tiefer. Ja. Ne? Dann diese Resonanz im Körper spüren. Und ja, wie kann ich das umsetzen? Wie kann oder wie kannst du die Wahrheit gelebt werden? In deinem Leben erkennen? Ja. Und Also wie kann ich es hier erkennen? Nicht in der geistigen Welt, also nur in einer Gedankenwelt, sondern wie kannst du es in der Handlung? Ist diese Bewegung unlimitiertes, freies Bewusstsein? Das ist die Frage, die da ist. Also wir müssen eigentlich wieder das Leben einhauchen in so spirituellen Phrasen. Ja. Und dann würden die ganz anders rüberkommen. Also es ist oft einfach so eine Welt, eigentlich wie eine Welt von Social Media. Also es werden einfach so Sätze gesagt, die aber völlig gehaltlos sind. Und wenn wir sie nicht füllen mit dem tatsächlichen Sein, also mit dem tatsächlichen Leben und einfach in unserem Leben erforschen und integrieren und verkörpern, haben die keinen Wert. Und umso öfter wir die hören, umso schaler wird es. Ja, und wir haben dann halt das Gefühl, ja, wir haben das auch verstanden, wir haben die Spiritualität auch verstanden und das bringt ja auch nichts. Ja. Und dass aber das alles befreien könnte, also wenn wir dieses unlimitierte freie Bewusstsein wirklich im Leben erkennen, hat das was sehr Befreiendes, wenn das umgesetzt wird. Wie lebt das? Wie drückt sich das aus? Was bedeutet das überhaupt? Ja, genau. Was bedeutet das? So, und das braucht eigentlich so ein, sonst ist das, und erst da kann man erforschen, was hat das für einen Impact auf mein Leben? Und nicht, indem ich es verstanden habe, da passiert gar nichts. Nee, dann hakt man es eigentlich ab. Also es bringt eigentlich nur, wenn man diese Frage nach innen gehen lässt, also wenn man eine Fragestellung macht und dann diese Verkörperung erforscht von dem. Und da bekommt man wirkliche Antworten. Und diese Antworten sind wie im Leben. Ne? Also das Erwachen passiert im Leben. Es wird nie mental passieren. Ne? Das ist kein Wissen. Was nützt dir das? Was nützen dir diese Phrasen? Ja, das ist wie wenn du Physik verstanden hast, aber nie brauchst. Ja. Es ist mega schön, das zu verstehen, aber wenn du es nie umsetzt, wenn du es nie brauchst, wenn du es, dann ist es...
Ich mag mich an eine Situation daran erinnern, da war eine Freundin von uns in Südfrankreich und die hat, ich weiß nicht wie viele Jahre Französischunterricht gehabt oder so, ne? Und ich meine, ich habe irgendwie 2-3 Jahre Französisch gehabt und kann wirklich absolut schlecht Französisch und habe da angefangen zu stackeln und zu reden und so. Und sie konnte eigentlich perfekt Französisch, hat sich aber überhaupt nicht getraut, irgendein Wort zu reden. Die hat dieses ganze Wissen nicht umsetzen können. Also ich habe geredet mit meinem Stackeln und dann hat sie dann später gesagt, was ich falsch gemacht habe, aber sie hat sich nicht getraut, das tatsächlich umzusetzen. Ne? Das sind so viele tote Sprachen eigentlich. Im Kopf weiß man alles, aber es kommt wie nicht raus. Also man traut sich nicht, das umzusetzen. Und deshalb finde ich auch, bei allem, was wir eigentlich lernen, ist das Wichtigste dieses Verkörpern, dieses tatsächlich Sprachen in der Schule, irgendeinen Nutzen zu finden, in der Spiritualität. Was macht das in meinem Leben? Was kann ich damit erfüllen oder erleben? Oder verändern. Ja, verändern, ja genau. Spiritualität ja. ist ja wirklich viel auch so ein Weg von Veränderung. Ja. Und wenn wir den nicht gehen, sorry, wozu sollen wir uns dann mit Spiritualität beschäftigen? Ja. Das ist so hohl wie in der Schule dann, ne? Ja, was tut dieser Satz, unlimitiertes freies Bewusstsein, was verändert der in deinem Leben? Wenn der nichts verändert, also wenn der tatsächlich nichts verändert, ne, schmeiß ihn weg. Ja. Es ist sinnlos. Vielleicht ist das der größte Quatsch. Ein Satz muss wie einschlagen bei dir. Also der muss wie so, bumm, dich berühren. Der muss arbeiten in dir. Ne? Jede Wahrheit oder so, die tatsächlich so erfahren wird, arbeitet in dir. Also deine Zellstruktur, die DNA muss vibrieren mit dieser Wahrheit. Die muss das erleben. Ne? Und ich glaube, da ist wirklich ein Riesenschlüssel und auch immer der Unterschied zwischen Menschen, die tatsächliche Veränderung suchen und Menschen, die wissen wollen. Und Menschen, die wissen wollen, sind oft einfach Wissende, ohne es je tatsächlich erlebt zu haben, gefühlt zu haben, verkörpert zu haben. Und wenn du dieses Wissen weitergibst, ist es wie Lehrer, die einfach nur so Wissen weitergeben. Das ist hohl. Ja. Und es zieht auch hohle Schüler an. Also man fängt an, so in einer Sprache zu reden, die nur noch so wissenschaftlich ist. Ja, so theoretisch. Ja, so theoretisch und so. Ne? Ja. Und wir haben ja fast eine Abneigung dagegen. Ja? Das sind ja auch manchmal so intellektuelle Gespräche, ne? Ja. Wenn man eigentlich sich über alles und alles weiß man und man kann sich... Ja. Aber was nutzt dieses... Da sind manchmal die Bauern, die wirklich eine Ahnung haben und das leben, als wenn man darüber redet. Ja, ist ja mega schön, aber was nutzt dir das, ja? Ja. Und das ist ja auch das, was wir lange erforschen. Was hat uns das Erwachen tatsächlich gebracht? Also was bringt das? Das ist eigentlich immer wieder, dass das kommt, dieses Erforschen von, ist hier die Wahrheit jetzt, die erkannt worden ist, wird die hier verkörpert? Und das merken wir, ist eigentlich wie so ein lebenslanger Prozess. Also es hört eigentlich nie auf. Die Verkörperung ist eigentlich das Wichtigste. Du kannst dich nicht wie drauf ausruhen auf irgendwie eine Erfahrung, die du gemacht hast. Ne? Wie ist der Körper? Wie reagiert dein Leben? Wie gehst du mit Situationen um? Ist da die Einheit drin? Ist da das Erwachen drin? Ist da diese Verbindung tatsächlich da, dass du merkst, dass du verbunden bist mit dem Leben und so. Also wir müssten eigentlich viel mehr tatsächlich so, und dann würde das auch nicht mehr spirituell heißen, sondern es würde vielleicht körperspirituell heißen. Also verkörperte Spiritualität, so wie wir es ja oft so sagen, eigentlich eine verkörperte Spiritualität. Was nützt uns Spiritualität? Es bringt uns eigentlich weg vom Leben. Ne? Und wir wollen eigentlich so, dass die Spiritualität ins Leben kommt, also die muss was bringen. Die muss was bringen hier. Es muss eine Veränderung tatsächlich da sein in unserem menschlichen Dasein. Ja, mir kommt gerade, dass das
sicher viel mit Angst zu tun hat. Also dieses Theoretisieren ist eine Form von Angst, also eine Form von, also bleibt hier, es bleibt einfach nur hier. Und wenn ich das umsetzen will im Leben, muss ich mich ja dem Leben stellen. Da kann es viel angegriffen werden, ne? Genau. Ja. Und deshalb ist eigentlich Theoretisieren einfach, also über Spiritualität schön zu reden und so ist mega schön. Aber das umzusetzen, wirklich zu leben, dieses Echtsein, diese Wahrheit von dem, was ich wirklich erkannt habe, von dem, was ich fühle, das braucht Mut. Also da ist eine wahnsinnige Angst auch da. Und das ist vielleicht so diese Hemmschwelle oder dieser Graben. Und man merkt das vielleicht am meisten, wenn, so wie du so schön gesagt hast, mit der Verbindung. Also es braucht eine Verbindung. Sobald wir einen Schritt raus machen aus dem Theoretischen in die Praxis, fühlen wir uns verbunden mit dem Leben, mit den Menschen, mit allem. Und solange wir aber in dieser Theorie bleiben, ist das Leben ein Feind, ist alles zu viel, brauchen wir Schutz und Sicherheit, müssen uns zurückziehen in unseren Welten, schwelgen oder so von Spiritualität. Also das ist eigentlich, vielleicht so diese Brücke. Es braucht, und das ist vielleicht manchmal wichtig zu hören, vielleicht auch für manche Menschen, weil das, denke ich, sehr unbewusst ist. Ne? Also, Weil wir wirklich das Gefühl haben, wie du eigentlich gesagt hast, dass man das in der Schule eigentlich so lernt, halt auch von klein auf, dass das Wissen wichtig ist. Ja. Ne? Aber wir sagen, Wissen ist nichts, wenn du es nicht verkörperst. Was nützt dir das ganze Wissen von der Sprache, von der Mathematik, von der Physik, von der Spiritualität, wenn es nur in deinem Kopf ist und in deinen Handlungen? Aber wie kann die Mathematik in deinen Handlungen leben? Ja, genau. Ne? Wenn ich dann irgendwo an der Kasse stehe, ich brauche dann doch den Taschenrechner. Ne? Wozu habe ich dann Mathematik gelernt? Ne? Also das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Ja. Und das, denke ich, ist in der Spiritualität oder so, ist das auf jeden Fall einfach auch wirklich so ein Schlüsselmoment, wenn man das erkennt. Ne? Dass die Veränderung, also die tatsächliche Veränderung, die zeigt, ob du was verkörperst oder nur weißt. Und nach der sollten wir eigentlich streben. Ja. Und die fühlt sich dann auch immer anders an. Also wenn wir wirklich diesen Weg der Veränderung gehen, spüren wir das auch. Also das fühlen wir. Wir fühlen, jetzt geht was auf oder jetzt fühle ich mich lebendiger, erfüllter. Ja. Und du weißt nie, in welche Richtung es geht. Ne? Das ist immer so, und das ist das, wo du sagst mit der Angst. Ne? Das ist einfach wie frei. Es kann wie so in alle Richtungen gehen. Und es kann auch sein, dass du die Falschheit von dem, was du weißt, erkennst. Das finde ich eigentlich auch das Schöne. Also du kannst eigentlich die Wahrheit nur challengen, wenn du ins Leben gehst. Du kannst ein Erwachen nur challengen, wenn du in Beziehung gehst, wenn du in Verbindung gehst, ne? Wenn du lebst. Ja. Schön. So. Ist gut, ne? Ja. Schön. Ja, du kannst uns gerne wieder schreiben. Ja. Freuen uns über Kommentare, freuen uns, dich zu inspirieren, von dir zu hören. Ja? Und einfach mal wieder ein Freitagsvideo Genau. für dich gemacht zu haben. Ganz eine schöne Zeit dir und alles Liebe von uns. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.